Morgen, ihr Lieben. Was hatten wir wieder für eine ruhige Nacht? Wir haben ungefähr 6:45. Wecker ist nicht gegangen, aber wir sind durch leichten Regen, der aufs Dach prasselt, wach geworden. Machen uns jetzt fertig. Kaffee haben wir ja gestern Abend schon vorgemahlen. Die neuen Bohnen, sind wir mal gespannt, wie die uns heute Morgen schmecken werden. Zähne sind geputzt. Und wir freuen uns auf einen neuen Reisetag mit euch. Für uns geht's weiter Richtung Norden. Wir werden heute mal Richtung Gardasee fahren, dann noch ein Stückchen weiter. Vielleicht halten wir mal kurz am Gardasee an. Unser Ziel für heute ist aber ein Agriturismo-Platz auf einer Apfelplantage. Hatten wir ja vorgestern oder so auch schon erwähnt. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsstet ihr jetzt das Video mit der Nummer 10 sehen. Das heißt 20 Tage gemeinsam auf Reise mit uns. Wir hoffen, das Video hat euch bis jetzt oder die Videos haben euch bis jetzt sehr gut gefallen. Jetzt zu sagen, vielen Dank für die ganzen Kommentare, Likes und Co. wäre ein bisschen hochgegriffen oder zu früh, denn die ganzen Videos sind ja vorproduziert. Die kommen, wie ihr ja wisst, jede Woche Sonntag 18 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Das heißt, ich kann heute noch gar nicht wissen, wie die letzten 9 Videos bei euch angekommen sind. Dennoch freuen wir uns über jeden, der unsere Videos guckt, ein Like da lässt, ein Abo, kostenloses Abo da lässt oder auch einen Kommentar zu unseren Videos, so dass wir da in den Austausch kommen können. Das Thema Müll mal wieder und Italien. Ja, also ich hatte ja gesagt, heute Morgen ist der PKW gekommen, der steht jetzt eine Stunde da hinten in seiner Ecke, kann er tun und lassen, was er will, ist alles gut. Jetzt lasse ich mir gleich meinen Kaffee schmecken, setze mich hier auf den Beifahrersitz und gucke so ein bisschen aus dem Fenster raus. Und just in dem Moment dreht er seine Scheibe runter und schmeißt hier 2 dicke Hände Müll aus dem Auto, macht den Wagen an und fährt wieder. So, jetzt liegt der ganze Mist hier rum. Hier ist ein Mülleimer, mal gucken, was das gleich für ein Müll ist, ob wir den dann wieder einsammeln und hinten entsorgen. Und es ist leider nicht das erste Mal. Vor uns auf den Schnellstraßen fahren irgendwelche Transporter, Handwerker, Fahrzeuge, Fenster runter, Müll raus. Da liegt dann halt auch einfach überall rum. Also ich sag mal, die Nummer, es sind immer die Camper, es sind die Touristen. Nein, nicht immer. Guten Morgen, ihr Lieben. Unser erster neuer Kaffee. Der ist sehr mild, schmeckt ganz gut, aber den muss ich ein bisschen länger ziehen lassen, damit er ein bisschen mehr Wumms hat. Aber ansonsten, den kann man wirklich sehr gut trinken. Aufbruchsstimmung, ihr Lieben. Für uns geht es jetzt weiter in Richtung Norden. Wie ihr seht, regnet es. Deswegen gönne ich mir den Luxus und filme heute vom Auto aus. Nochmal ein letzter Blick. So, hier haben wir jetzt auch mal Müllcontainer gehabt. Wir sind nur ein paar Kilometer, wenn überhaupt, ich würde sagen 1,5 Kilometer vor Modena, fahren auf der SS12 so ein bisschen außen drumrum. Aber in der Tat jetzt schon der 3. Ferrari uns entgegengekommen, aber foliert. Also vorne Steinschlag, so eine blaue Steinschlag-Schutzfolie, denke ich mal, oder was auch immer, ob das Überführungsfahrten, Testfahrten hier sind. Ja, war ja fast vorherzusehen, aber es regnet, das Wetter ist nicht so besonders toll und ja, dann vielleicht wären es auch noch ein paar mehr, wenn die Sonne scheinen würde. Oder wir sehen gleich auch noch welche. Mal gucken, vielleicht fangen wir den einen oder anderen auch noch für euch ein, wenn wir die Kamera schnell genug gezückt bekommen. Am Lidl angekommen. Bärbel ist kurz rein, Dose umtauschen, mal gucken, ob sie noch ein Frühstückchen mitbringt oder eine andere Dose. Lassen wir uns überraschen. Die Fahrt jetzt hierhin heute Morgen, ja, 1:20 oder irgendwas wir gebraucht haben, hier durch die ganzen Städtchen und Dörfergurken im Berufsverkehr, war ein bisschen zäh. Hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen, aber es hilft nicht. Wir wollen Richtung Norden und ich habe gerade schon den Rest der Route eingegeben zum Gardasee und anschließend dann zu unserem Ziel, zu dem Agriturismo-Platz. Es sind noch ungefähr 4,5 Stunden Fahrt, alles in allem. Wir können erst um 15 Uhr bei dem Agriturismo aufschlagen, das heißt, wir haben alle Zeit der Welt und werden daher auch nochmal das komplette Ostufer des Gardasees befahren. Das ist die SR 259, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Die fahren wir dann komplett an der Ostseite des Gardasees entlang. Wir werden mit Sicherheit dann noch eine kleine Runde mit der Alma drehen und je nach Wettersituation mal gucken, vielleicht kriegen wir da auch irgendwas zum Mittagessen oder einen Snack für zwischendurch. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. So, ich habe versucht, die Plastikdose in dem Supermarkt zurückzugeben und habe auch gedacht, dass das wie bei uns zu Hause ist, dass Lidl gleich Lidl ist. Hier scheint es aber von der Region her zu unterscheiden. Ja, ich bin auf eine sehr temperamentvolle Italienerin gestoßen. Ich stand in der Kasse an, sie war leicht genervt, weil der Laden halt auch voll war und sie alleine an der Kasse saß. Gut, okay, das kennen wir. Dann hat sie meinen Bon eingescannt, der dann 3-4 Mal nicht funktioniert hat und sie schon am Schimpfen war. Madonna, irgendwas, habe ich nicht verstanden. Und dann hat sie gesehen, dass wir das woanders halt gekauft haben. Oh, no. Und dann war finito. Wir haben gerade gerätselt, wann wohl das erste Mal Largo di Garda ausgeschildert wird. Ja, ein paar Meter gefahren, zack, da war das Schild. 39 Kilometer, bevor wir am Südufer des Lago di Garda, Gardasees ankommen. 39 Minuten haben wir jetzt noch, die kriegen wir auch noch um und dann fahren wir mal zusammen an der Promenade entlang am Ostufer des Gardasees. Ich gehe mal davon aus, dass nicht viel los sein wird, denn es regnet immer noch, aber halb so wild. Wir brauchen zwar noch keinen Service, aber an dem einen oder anderen Ford-Händler kommen wir mal vorbei. Das hier ist jetzt in der Tat einer der größeren. Der hat auch ein paar Transporter da stehen gehabt. Ist ja auch immer mal ganz gut zu wissen, wie das Händlernetzwerk da so ist. Da brauchen wir uns in Italien für den Fall der Fälle keine Sorgen zu machen. Wobei wir ja hoffen, dass wir da die nächsten 10.000 Kilometer nur zum regulären Service hin müssen. Während wir hier so lang surfen, im Moment stehen wir an der Baustellenampel, haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und haben mal das Thema Agriturismo und Landvergnügen, heißt es ja in Deutschland, mal die Konzepte ein bisschen verglichen. Ohne dass wir jetzt, wer weiß, wie viel Erfahrung haben mit Landvergnügen. Also selber haben wir es noch nie genutzt. Von daher tendieren unsere persönliche Erfahrung dagegen 0. Da müssen wir einfach auf Erfahrungsberichte und den zugetragenen Informationen von Freunden, Bekannten und auch aus dem Internet und YouTube zurückgreifen und uns drauf verlassen. Ist das mit dem Landvergnügen ja eher so eine Sache, man fährt dahin und zahlt quasi nichts oder sehr wenig für den Stellplatz. Dafür sollte man dann im Gegenzug in den Hofläden oder bei den entsprechenden Produzenten eine Flasche Wein, Milch, Eier, Käse, Kartoffeln, keine Ahnung, wo man halt da entsprechend in Deutschland bei Landvergnügen landet, ein paar Euro 80 dalassen, um dann den entsprechenden Platz gegen zu finanzieren oder wie auch immer. Beim Agriturismo, die App haben wir uns ja jetzt auch runtergeladen, die letzten Tage irgendwann, ist es so, Bärbel sagte, das Ganze ist ein bisschen kommerzieller, hast du es genannt. Ja, es ist auch richtig. Ich glaube, das trifft es ganz gut, denn die Agriturismo-Plätze sind von Hause aus zu bezahlen. So, da bezahlt man dann, ich weiß nicht, zwischen 15 und wir haben jetzt einen Platz vorgestern gesehen, 70 oder 75 Euro für eine Übernachtung. War auch ein Apfelbauer. Das war auch ein Apfelbauer, nicht der, zu dem wir jetzt hinfahren. Der kostet also deutlich weniger wie die Hälfte von dem genannten Preis gerade. Und da hat aber jeder Stellplatz ein Privat-WC gehabt oder ein Privatbad. Und man konnte dann auch noch eine private Hundewiese dazu haben. Also Sauna und also gut. Wer das braucht, gerne. Sind halt nicht wir so, aber davon ab. Aber das meine ich damit, also man bezahlt dann halt einfach die Übernachtung, so wie das auch bei uns bei La Montanina gewesen ist, wo wir den Privatheli von dem Eigentümer des Dorfes oder der Übernachtungsmöglichkeit da von dem Agriturismo
gefilmt haben. Ich weiß nicht, ist das Film Nummer 3 oder 4, den müsstet ihr ja eigentlich dann jetzt auch schon gesehen haben. Und nichtsdestotrotz haben wir dann da auch nochmal, weil wir einfach noch ein paar Mitbringsel haben wollten, auch nochmal Wein und Olivenöl und Balsamico oder was, ne? Ja, genau. Auch nochmal gekauft. Dann waren das 2 relativ teure Tage, aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Mitbringsel für zu Hause, das ist dann halt auch okay. Ja, das ist so für uns gedanklich erstmal der Unterschied. Und bei dem Agriturismo, ich weiß nicht, ich denke, das wird bei Landvergnügen dann letztendlich auch nicht anders sein. Man kann sich ja in der App aussuchen, möchte ich zu einem Weinbauern, möchte ich zu einem Apfelbauern. Wir haben in einem YouTube-Video gesehen, da ist ein Pärchen bei einem Schneckenzüchter, glaube ich, Schneckenzüchter oder was gelandet. Und die haben dann da abends sich von dem Agriturismo-Hofbetreiber bekochen lassen und die waren sehr begeistert davon. Ja, Gott, wenn man es mag, ja, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann ich letzte Mal Schnecken, Weinbergschnecken, wie auch immer gegessen habe. Vermutlich noch nie oder ich war sehr, sehr klein. Ist auch egal, aber das ist halt der Vorteil, wenn man sagt, oh Mensch, ich möchte ja so ein bisschen kulinarisch durch Italien oder was auch immer, dann ist das mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, um sich rauszusuchen, auch Mensch, heute habe ich Lust auf das, nächste Woche auf das, wenn man dann schon mal unterwegs ist. Ja, das war einfach nur so ein kleiner Fahrplausch von uns. Na, das hat sich jetzt aber nochmal mächtig zugezogen auf den letzten 2,5, 3 Kilometern. Wir haben jetzt noch 8,5 Kilometer bis zum Südufer des Gardasees. Hier ist auch wieder ein Agriturismo San Francesco. Ja, könnte sein, dass wir gleich richtig die Hucke voll kriegen. Müssen wir mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. 10 Minütchen sollten wir eigentlich schon mal ein wenig Wasser vom Gardasee sehen. Oh, es hat uns voll erwischt. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, Heiliger Bimbam! das gehört halt auch mit dazu. Guck dir mal hier die Dächer an, was da runterkommt. Ja, ganz vorsichtig fahren. Was auch schon die Wasser auf der Straße ist, ne? Jetzt innerhalb von 2 Minuten. Ja. Junge, 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 Junge. Hoffentlich ist das jetzt nur so ein Schau. Guckt euch das mal an, was da rauskommt. Wahnsinn. Hier kommen sie schon mit Warnblinklicht an. Und wir wieder mittendrin. Mini-Unwetter oder was ist das hier? Oder einfach ein italienischer Sommerregen. Oh, jetzt wird es ein bisschen spannend. Das erklärt auch, warum das hier so langsam vorwärts geht. Da vorne ist ein Bagger schon zugange. Und die PKWs haben hier ein bisschen Stress durchzufahren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Verhältnisse hier rechts sind. Aber mal grundsätzlich sollten wir da nicht so ein Riesenproblem mit haben. Tu es nicht, sagte Bärbe. Das hört hier rechts gar nicht auf, ne? Guck mal, was da noch an Wassermassen mal an der runterkommt. Seite hier. So, das ist so neben uns. Caramba, ist da irgendein Rohr gebrochen oder? Wahnsinn. Ha. Alles nicht zu fassen. Jetzt ist er wieder dreckig. Super. Ah. Mann, Mann, Mann. So, hier vorne geht es fast weiter. Und wir müssen auch hier lang, glaube ich, ne? Überall. Ja, ich glaube, das ist von dem Regenbus gerade. Kleiner Google Maps Bug, würde ich sagen. Also A ist hier richtig viel los und wir sind noch gar nicht an der Hauptpromenade angekommen. Ist jetzt mal völlig egal. Ich habe so 3, 4 Wegpunkte gemacht. Gardaland sind wir jetzt. Bienvenuti. Oktoberfest. Was auch immer. Hatte ich ja vorhin beim Lidl gesagt. Und wenn man das macht, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehabt, dann passiert genau das. Die komplette Navigation liegt außerhalb hier vom Bildschirm.
Ich muss mir das jetzt hier reinziehen, damit ich sehe, wo wir lang fahren. Der aktualisiert das auch nicht. Ich muss jetzt hergehen und das alles entweder von Hand, die Karte hin und her schieben, oder anhalten und nur einen Wegpunkt angeben. Dann funktioniert das wieder, aber bei mehreren Wegpunkten, wenn ich jetzt hier sage, zentriere mal wieder, dann schiebt er mir das so weit hier an den Rand, dass ich überhaupt gar nicht sehe, muss ich jetzt nach rechts oder links oder was auch immer. Liebe Google-Entwickler, da müsst ihr nochmal ran an die Nummer. Das ist hochgradig nervig. Alles wieder nicht zu glauben. Die ganze Karawane, die uns hier entgegenkommt, egal ob Camper oder Anhänger, Minibus, alles in deutscher Hand hier. Also haben wir und die irgendwie... lieben Niederländer. Ja, und ab und an auch ein paar Niederländer. Also da habe ich jetzt irgendwie fast Mitte September nicht mehr mit gerechnet. Aber wir sind ja in dem Business auch noch relativ neu. Also von daher seht es uns bitte nach. Und ihr habt halt auch ein bisschen was zu gucken. Wir fahren hier gerade am Movieland vorbei und vorhin war ja Gardaland. Das müsste doch noch irgendwie was für die Friesencamper sein, oder wie sehe ich das? Seid ihr schon mal hier gewesen oder gibt es ja nichts, um Punkte zu sammeln für eure Coaster-Counts oder was ihr da auch immer macht? Das ist wohl leider im Moment alles, was ich vom Gardasee erhaschen konnte. Hat irgendwie nichts mit meiner Vorstellung vom verträumten Italien, Bella Italia zu tun. Ne, hier ist Turi Hochburg schlechthin. Ich habe ja gerade schon auf dem Parkplatz kurz gesagt, ich will nicht hier sein. Also wir gehören auch nicht hierhin. Nein. Mal gucken, ob man da jetzt nochmal durchläuern kann. Ja, hier ist alles komplett zugebaut. Kannst du vergessen. Also gar keine Chance irgendwie. Ja. Auf der To-Do-Liste können wir das als abgehakt, aber als unnötig abgehakt. Es ist auch gar kein Reiz mehr für mich, dass wir hier nochmal herfahren. Ne, null, ne? Nee, Null. leider Ja. nein. Ein bisschen enttäuscht. Hier kann ich ihn nochmal erhaschen, den Gardasee. Da kommt nochmal eine Lücke. Ja. Naja, wenigstens einmal. Und das liegt jetzt nicht am Wetter, dass meine Stimmung getrübt ist. Fahrt zum Gardasee, haben sie gesagt. Super schöne Gegend da unten, haben sie gesagt. Mit einer richtig tollen Aussicht, haben sie gesagt. Wir fahren gerade durch Castelletto. Das sieht zumindest mal von den Gebäuden ein bisschen schick aus. Ist nicht mehr so mega voll wie im Süden vom Gardasee. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass das hier nichts für uns ist. Alles Ja. wieder so eng, ne? Ja, drückend, mich bedrückt so eine Situation einfach immer. Ich brauche irgendwie viel mehr Fläche, viel mehr Freiheit. Ja, ich glaube schon, dass das hier, wenn schönes Wetter ist und alles mitspielt, hübsch aussieht. Sind jetzt mal so Abschnitte hier am Wasser. Aber es wird überlaufen sein. Es wird so mega voll sein, wenn das Wetter mitspielt. Ja, 2/3 der Strecke am Ostufer haben wir hinter uns. Noch 1/3 und dann verlassen wir den Gardasee oben am nördlichsten Punkt wieder Richtung Osten. Es war eine Erfahrung für den heutigen Tag. Gott, wir haben schon Schlechteres erlebt in unserem Campingleben. Und wir waren mal hier. Genau. Haken dran, check. 34 Kilometer und 43 Minuten vor unserem Ziel für heute halten wir nochmal eben hier, ich glaube Q8 heißt das Ding, an und werden nochmal eben tanken für 1,65. 1,65,9 glaube ich. Und hier können wir auch wieder reingehen und innen drin bezahlen, so wie ich das sehe. Schnorchel rein. Ratet mal, was nicht geht. Doch, der Nippel geht auch wieder.
zweite Tankstelle in Italien, wo der Nüppel geht. Aber bewegt sich nicht. Vielleicht müssen wir... Ein Anuller ist, sag mal schnell, hier zurücksetzen. Für 5 Euro, für 10 Euro. Keine Ahnung. Oder müssen wir doch hier irgendwo erst das Kärtchen reinmachen? So, mit reingehen, mit tanken und reingehen ist nicht. Bärbel probiert mal eben da hinten, ob wir wieder vorab bezahlen müssen und wir dann tanken können. Ist halt immer ein bisschen anders. An der Tankstelle funktioniert so, an der Tankstelle funktioniert so. Jawohl. 103,29 €. Bevor Bärbel zurück ist, habe ich schon wieder die Info gekriegt, dass die 103,29 € mir von der Kreditkarte abhalten. Alles nicht zu glauben. Dann machen wir jetzt mal voll. 103,29 € einkassiert. Aber tanken kann ich nicht. Error, Error, Error. Bärbel geht mal eben rein und klärt mal, was hier wieder los ist. Das läuft wieder super optimal heute. Die Dame in der Tankstelle sagt, da ist sie nicht für zuständig. Am Arm nehmen kann ich mich irgendwie alleine. Bärbel schiebt die Karte jetzt nochmal rein. Und ja. Mal gucken, ob es noch was wird oder ob wir hier gerade ein bisschen Geld versenkt haben. Der gute Diesel fließt. Bärbel bleibt jetzt mal da hinten stehen. Und guck mal, ob wir da gleich wenigstens irgendwie eine Quittung oder irgendwas rauskriegen. Und hier nicht irgendwie alles doppelt und dreifach bezahlen. Ah ja, so ist es halt. Tankabenteuer Italien. Da bin ich mal gespannt. Da müssen wir dann die Tage mal auf unsere Kreditkartenabrechnung gucken. Zweimal 103,29 €. Beim zweiten Mal haben wir eine Quittung gekriegt, wenigstens für knapp 70,69 € irgendwas. Und beim ersten Mal ist die Zapfsäule auf Error gegangen, habe ich ja gerade eingeblendet oder habt ihr ja gesehen. 31 Kilometer, 38 Minuten haben wir noch, so gegen 2:30, 20 vor 3 sollten wir dann jetzt an unserem Agriturismo ankommen. Freuen wir uns nichtsdestotrotz trotzdem drauf. Die können ja für das Tankabenteuer bei Q8 auch wieder nichts. Und ja, neben dem Agriturismo und dass wir einen Platz haben buchen können, ist unser Ziel dort auch gewesen, nochmal Wäsche zu waschen. Weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt in dem letzten Video schon gesagt haben. Wäsche waschen und in der Hoffnung auch trocknen zu können. Aus meiner Sicht macht das irgendwie nicht so richtig Sinn, eine Waschmaschine anzubieten ohne Trockner. Aber nichtsdestotrotz kann das ja rein technisch oder theoretisch auch so sein. Also wenn wir da nur waschen können, ohne zu trocknen, dann werden wir es sein lassen, oder? Korrekt. Ja, dann lassen wir das sein. Und ja, einen Plan brauchen wir dann wie es morgen oder übermorgen weitergeht. Den haben wir nämlich noch gar nicht, richtig? Richtig. Ja. So, also Gardasee sind wir weg. Ist jetzt mehr so die Richtung Dolomiten. Ob wir uns da noch irgendwie was angucken oder ob wir vielleicht mal nach Österreich schon mal durchfahren, wird sich alles heute im Laufe des Tages noch ergeben müssen. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit. Lasst euch überraschen, müssen wir auch. So, jetzt wird es aber noch mal ein bisschen abenteuerlicher, kurz bevor wir da sind, in der Hoffnung, dass uns hier keiner entgegenkommt. Das wäre äußerst schlecht. Ja, gemeistert. Witzige Nummer. Oder geht ihr gleich nach? Es wird nicht viel breiter, ne? Nee. Gucken wir. Hier nochmal. Ah ja, ich glaube, haben wir geschafft. Ja. Wir haben jetzt noch 16 Kilometer, 22 Minuten. Aber jeder Kilometer ist eine Überraschung und immer wieder anders. Auf unserem Weg zum Agriturismo kommen wir doch jetzt gerade hier an ein Ristorante Pizzeria vorbei. Da werden wir jetzt mal gucken. Parkplatz war so leicht gefüllt, ob wir da noch ein Plätzchen kriegen, ob wir ein bisschen was zu essen bekommen. Dann sind wir auch nicht zu früh am Agriturismo und haben dann auch schon unsere Bäuche voll, wenn wir da sind. Mal gucken, ob es funktioniert. Und zack, sind wir schon wieder zurück im Dexter. Nicht, dass wir gegessen hätten,
Aber für 21 Minuten, die jetzt noch offen haben, bis 14:30 Uhr. Wir haben 14:09 Uhr, wo wir gerade da rein sind. Leider nein, leider gar nicht. Gut, dann geht die wilde Fahrt weiter, hilft nichts. Ja, aber es war gut gefüllt da drin, ne? Muss man sagen. Gute Adresse gewesen. Ja, vermutlich. Und jetzt standen die aber alle schon und waren am Bezahlen. Tische alle leer. Ja gut, für 21 Minuten machen die jetzt nicht für 2 Touris die Küche nochmal auf. Und ich glaube, dann ging es auch erst um 18 Uhr oder 17 Uhr oder so weiter. Gut, vielleicht haben wir ja auf dem Restweg noch ein bisschen Glück. Wir versuchen es auf jeden Fall weiter. Wir sind hier unmittelbar in der Nähe von einem, ich zeige euch das mal hier, Lago di Caldonazzo. Entschuldigt bitte, wenn ich es falsch ausspreche. Den haben wir gerade oben vom Berg aus gesehen. Da bin ich doch viel lieber hier als am Gardasee. Und er liegt in ganz unmittelbarer Nähe zu unserem Ziel, 1,5 Kilometer. 2 Minuten haben wir noch. Vielleicht geht es ja sogar noch ein kleines Stückchen wieder berghoch, dass wir den von unserem Platz aus sehen können. Aber was wir auf jeden Fall schon sagen können, das hier ist Apfelregion, ne? Ja. Also so wie in anderen Regionen die Weinberge an den Hängen. Was ihr da seht, da, so. Alles Äpfel. Alles Äpfel. Alles Äpfel. Alle Farben, die ihr euch vorstellen könnt. Ja. Grün, lila, rot. Und was woanders die Weinberge sind, sind hier die Apfelberge oder Apfelplantagen. Links Ja. und rechts reichlich. Genau, sind wir zumindest schon mal in der richtigen Region und in 2 Minuten 1 Kilometer auch da. Wir checken dann ein und holen euch dann gerne wieder dazu. Könnt ihr diese wunderbaren Äpfel sehen? Schaut euch das mal an. Ist mal was anderes als immer die Weinrebenberge. Herrlich. Wunderbar. Auf der anderen Seite waren sie dann auch noch in grün. Ja, mir gefällt das. Hier schon abwärts. Aber wir sind jetzt gleich da. Angekommen und eingecheckt und die Bärbel hat schon wieder was in der Kauleiste. Ja, Bärbel hat recht gehabt. Was soll ich dazu sagen? Waschmaschine haben sie. Nur leider kein Trockner und es regnet. Also macht Wäschewaschen hier gar keinen Sinn. Die können wir ja nicht klitschnass oder schleuderfeucht hier im Dexter aufhängen. Also können wir, aber nein, werden wir nicht tun. Kriegen wir nicht trocken. Nicht bis morgen, nee. Und naja, nichtsdestotrotz, wir stehen erstmal hier gut. Wir können Wasser auffüllen, wir können Kassette entleeren, wir haben Dusche, Toilette. Das werden wir dann auch noch nutzen, bevor wir morgen spätestens um 11 oder was müssen wir hier wieder weg sein, ne? Wir können auch bis 3 bleiben, sagte sie. Nur dann checken die Neuen ein und da sollten wir dann schon. Ja, nee, wir wollen ja auch noch gucken, wo wir morgen hinfahren. Ne? Genau. Also bis 3 bleiben wir auf gar keinen Fall. Ich denke, dass wir um 11 allerspätestens wirklich hier weg sind. Ja, WLAN haben die hier, funktioniert super. Also ich meine, grundsätzlich meine ich jetzt ernst. Ärgerlich ist, dass jetzt vom iPad bzw. vom iPhone alles, was in der Cloud war, oder das iPhone und das iPad, so rum wird ein Schuh draus. Sobald die im WLAN sind, synchronisieren die sich ja mit der Cloud. So. Jetzt geht hier gerade richtig die Post ab, was den Datenverkehr anbelangt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Gut, jetzt hat's angefangen, jetzt lassen wir es auch durchlaufen. Also das ist von den letzten, ja, kannst du sagen, 2,5 Wochen oder so, sämtliche Bilder und Videos, die wir gemacht haben. Gott sei Dank habe ich die alle schon gesichert auf der SSD, auf unserer Samsung T7, ein wirklich schnelles Teil, muss man sagen. Ja, also so sieht's erstmal aus. Jetzt machen wir uns gleich mal einen Plan. Ich lasse mal hier rumsynchronisieren, dann haben wir wenigstens überall wieder identische Datenbestände, was ja auch nicht ganz falsch ist. Aber zeig doch bitte mal noch, was ich als Willkommensgeschenk bekommen habe. Ja, warten Sie. Halt mal dein iPhone. So, Willkommensgeschenk. Sieht der nicht Hammer aus? Da freue ich mich schon richtig drauf. Der ist viel dunkler in Wirklichkeit. Ja, sieht ein bisschen heller aus, ne? Ja gut, den lassen wir uns nachher schmecken und der Gag da dran ist, seit 14 Tagen frisst Alma auch Äpfel. Ne? Sonst hat sie uns die immer vor oder auf die Füße
jetzt hat sie ab und an ein bisschen Gefallen dran gefunden. Wir gucken mal, den lassen wir uns nachher schmecken. Und so ist die Farbe echt. So ist die Farbe echt, ja, okay. Und dann werden wir bei der Verkostung euch mit Sicherheit wieder mit ins Boot holen. Bis später. Dass wir angekommen sind, haben wir ja schon gesagt. Wir konnten uns einfach einen Stellplatz bis hier hinten, wo abgezäunt ist, raussuchen. Einfach hier zwischen der Apfelplantage. Und das haben wir auch gemacht. Da vorne stehen wir. Und ja, Wasser und Strom ist an jedem Stellplatz vorhanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, hier vorne ist der Anschluss dafür. Hier liegen auch schon ein paar Äpfel auf dem Boden rum. Ja, kleine Titscher dran. Aber so läuft das hier. Ja, und wo Bärbel steht, da scheint Strom und Wasser zu sein. Magst du mal aufdrehen, dass wir mal sehen, was das für ein Stromanschluss ist, bitte? Steht Mennekes dran, ja, das ist der normale CE-Anschluss. Das ist jetzt nicht das Problem, alles gut. Sogar die Sicherungen sind hier für jeden direkt zugänglich. Wasser können wir hier unseren Wasserdieb oder was auch immer anschließen, beziehungsweise da drüben geht dann sogar mit Gewinde, wobei der hier ist ja auch drauf. Gut. Ansonsten ist hier relativ voll, muss man sagen. Und wir gehen jetzt mal nach vorne in den Shop und werden uns dann da mal umgucken, was wir denn dort noch als Souvenirs mitnehmen können. Guckt euch das mal hier an. Ist das was, oder? Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Die meisten Stellplätze sind hier von Deutschen belegt. Ja. Gut, dann gehen wir mal eine Runde über den Platz und gucken uns dann mal vorne den kleinen Shop an. Da vorne steht sogar noch ein Etrusco, ist aber kein Allrad. Und werfen vielleicht noch einen Blick in die Sanitäreinrichtungen. Die Wolken hängen hier oben an den Bergen fest, ist unfassbar. Ja gut, aber nach dem ganzen Regentag, wo sollen sie denn auch hin? So voll wie die noch sind, ich denke, da kommt noch ein bisschen was runter. Das ist das Sanitärgebäude. Hier kann der Abwasch gemacht werden. Da werden wir gleich auch noch hingehen. Das sieht alles sehr sauber und sehr neu aus. Top gepflegt. Dann können wir gleich hier auch ein bisschen spülen. Das gefällt uns wirklich sehr gut. Einen kurzen Blick in das Herren-WC. Oder das Damen-WC. Bärbel sagt gerade, sie weiß es nicht. Ich meine, hier draußen hätte gerade Herren gestanden. Nein, ist Damen. Ist Damen? Ist egal, es war keiner da. In der Tat, das war das Damen-WC. Gut, dass keiner da war. Hier draußen sind auch noch zwei große Spülbecken zum Saubermachen. Bärbel ist dann direkt mal auf dem Weg, das Ganze auszuprobieren. Dann haben wir hier das Herren-WC und ich glaube 1, 2, 3 Duschen. Gucken wir uns eben an. Groß und geräumig und auch hier picobello sauber. Alles schön. Richtige Handbrause, Mischer, guter Ablauf. Nichts zum Hinsetzen. Zum Hinhängen gibt es an der Tür 3 Haken. Ich denke, das wird dann auch in jeder Dusche so sein. Wollen wir eben einen schnellen Blick riskieren. Dusche 1. Dusche 2. Und wir haben Glück, die 3. Dusche ist auch leer. Die ist ein bisschen anders. Und da hat man dann da Sachen zum Hinhängen. Ja, gut. Und hier vorne geht's gleich zur Rezeption. Wenn ihr ankommt, könnt ihr hier stehen bleiben vor dem Tor. Das war bei uns auch gerade leicht geschlossen oder geöffnet, wie rum ihr das auch immer sehen mögt. Agri Campeggio ai Prati. Und dann geht ihr hier einfach rein.
Die Rezeption. So wie es aussieht, könnt ihr euch noch Fahrräder ausleihen. Weinverkostung. Eine schöne Sitzecke. Kleine Bücherecke. Apfelsaft und was die hier anbieten. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und das ist die Waschküche, sagst du? Waschküche ist gut. Waschmaschine. Und Kinder. Ja, Waschmaschine. Oh, die ist aber... Guck mal von oben. Das ist jetzt nicht vom Winkel. Das sind 2 Handflächenbreite. Das ist irgendwie eine Mini-Waschmaschine. Gut, ein Wäschetrockner ist auch noch hier, aber das hilft uns ja alles nicht weiter. Ne? Dafür ist alles wirklich blitzeblank sauber und richtig knallig neu, ne? Muss man auch sagen. Ja. Das macht schon wirklich einen guten Eindruck. Brötchenservice können wir hier auch haben. Hier habt ihr dann die Beispiele, was ihr an Brot bestellen könnt. Ja, also für Preis-Leistung ist das in Ordnung. Wenn die jetzt einen Trockner hätten, wären wir natürlich mega happy. Aber ansonsten stimmt das hier schon. Also kann man machen und tipptopp die Anlage. Zumindest Stand 10. September 2025, wie es dann in 2, 3, 4 Jahren aussieht. Können wir natürlich nicht beurteilen. Hallo, wir waren shoppen. Wir zeigen euch jetzt mal, was wir heute alles so gefunden haben. Und du kannst mal erklären, was das gekostet hat. Habe ich schon vergessen. 3 Liter Apfelsaft aus dem quasi Tetrapack, 10 Euro. Nochmal 3 Liter Apfelsaft aus dem Tetrapack, auch 10 Euro, ist aber eine Mischsorte. Der glänzende ist eine Mischsorte, der andere ist rein. Ich hab's irgendwas mit Delicious, irgendwas hat sie gesagt, ne? Red Delicious, ja. Genau. Dann haben wir 4 Flaschen Apfelsaft. Das geht mit nach Hause als Präsente. Ich glaube 3,50 Euro oder so eine Flasche. Und guckt euch das mal an. Ja. 5 Kilo feinste, leckere Äpfel haben wir uns noch gegönnt. Da weiß ich den Preis jetzt allerdings wirklich gerade nicht. Habe ich nicht aufgepasst. 1,50 Euro das Kilo. Okay, 1,50 mal 5 kriegt er hin. 7,50 Euro. So, dann Marmeladen. Ne, müssen wir anders anfangen. So rum. So. 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 Die 3 haben wir gekauft. Und Nummer 4 gab's gratis bei unserem Kauf dabei. So, das ist für uns ist sowas immer deutlich besser, wie irgendwie das Geld in irgendwelchen, ich sag mal, Touri-Fallen und Co. auszugeben. Da haben wir was. Wir haben lokal die Erzeuger unterstützt und wir haben Produkte, die wir gerne essen bzw. trinken. Und so sind alle Seiten zufrieden. Das soll's dann mal erst gewesen sein. Ein Apfel wird angeschnitten. Wie versprochen, die Verkostung machen wir mit euch zusammen. Schnipp, schnapp. Das ist mal ein schönes Stück für den Sven. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wer den Apfel nicht mag, wissen wir schon mal. Schmeckt super blumig. Er ist ein bisschen mehlig. Ich finde ihn gar nicht so mehlig, ein bisschen. Nicht zu extrem süß. Blumig. Ist ein Apfel, den man wirklich gut essen kann. Mhm. Ja. Bin sehr gespannt darauf, wie die Apfelsäfte da draus. Wasser. Oh, mein Wasser läuft übrig. Ich mache das mal eben aus. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben kurz nach 6 und wir sind schon auf den Beinen. Die Alma war auch schon draußen, von daher sind erstmal die Pflichtsachen erledigt. Hier hinten
zieht schon unser French Press Kaffee durch, Wasser ist gekocht, Bohnen sind aufgegossen. Jetzt müssen wir den nur noch ein bisschen ziehen lassen und dann können wir uns heute Morgen schon den lecker Kaffee genießen lassen. Wir haben wirklich gut geschlafen wieder, war sehr ruhig und Platz können wir empfehlen. Bärbel hat gestern noch eine große Umräumaktion hier gemacht, damit wir unsere ganzen Einkäufe noch sicher und praktikabel verstaut bekommen. Das sollte dann für die nächsten Tage auch kein Problem sein. Uns zieht es heute ungefähr 3 Stunden 15, 3 Stunden 20 nach Österreich. Ich blende euch unsere Tour für heute mal ein. Müssten so 210, 211 Kilometer sein, wenn ich das jetzt noch gerade richtig im Kopf habe. Und zwar fahren wir in die Gegend von Lades. Wir kommen an Bozen und Meran vorbei, am Reschensee und fahren dann weiter Richtung Norden nach Lades. Mit Lades haben wir so eine kleine Geschichte. 2007 sind wir nämlich da zu unserer Hochzeitsreise gewesen und haben da ein paar sehr schöne Wochen noch mit unseren Motorrädern verbracht, sind sämtliche Alpenpässe abgefahren, die da in der Gegend lagen. Ist ja das schöne Dreiländereck, Italien, Österreich und Schweiz, und da hatten wir eine sehr, sehr schöne Zeit und von daher haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt schon mal wieder in der Nähe sind, dann fahren wir da doch gerne nochmal vorbei. Wir nehmen euch heute gerne wieder mit auf Tour, seid dabei, wenn ihr wollt. Der Brötchenservice hat schon mal richtig gut, exzellent quasi funktioniert. Wir lassen uns jetzt die Croissants schmecken und starten dann auch gleich in unseren Tag. Bezahlen tun wir gleich vorne. Wir müssen die Kassettentoilette noch leeren. Gutes Thema beim Essen, ne? Und dann geht's für uns weiter durch Italien. Wir sind auf der SS 38 unterwegs. Bozen haben wir hinter uns gelassen. Knapp 50 Minuten haben wir noch Richtung Meran. Dann sollten wir in 31 Kilometern an unserem Waschsalon sein und hoffen, dass wir da einen Parkplatz kriegen, die Wäsche sauber und getrocknet bekommen. Dann haben wir einen kleinen Punkt auf unserer To-Do-Liste für heute auch wieder erledigt. Ihr könntet euch nicht ausmalen. Ihr könnt es euch nicht ausmalen. 3 LKWs haben uns jetzt nicht reingelassen. Die haben uns hier quasi abgedrängt. Der dritte vor dem Typen hier vor uns hat 1,5–2 Kilometer, bevor es einspurig war, die linke Fahrbahn dicht gemacht, dass weder Motorrad noch Auto vorbeigekommen ist. Hier immer so schön Schlangenlinien. Da denke ich mir, Reißverschlussverfahren, gibt's das in Italien nicht? Seid ihr einfach so die puren Egoisten in eurem Tun hier mit euren gewerblichen LKWs? Oder was soll der Blödsinn einfach? Was soll das denn? Als wenn wir hier alle aus Spaß anstehen. Also ganz ehrlich, Leute, den müsst ihr wirklich mal überdenken. Jetzt fahren wir hier schon Kilometer um Kilometer nach wie vor auf der SS 38 an den ganzen Apfelplantagen hier in Südtirol vorbei. Da seht ihr, wir sind auf dem Weg Stilfzer Joch-Reschenpass. Stilfzer Joch werden wir nicht hochfahren, nur mal so am Rand. Also mir war nicht klar, dass Südtirol hier so eine riesen Apfelgegend ist. Also Südtiroler Speck haben wir uns gerade schon drüber amüsiert. Der ist uns in jedem Fall ein Begriff. Aber die ganzen Äpfel hier, unfassbar. Jetzt sind wir mitten matschig in Latsch. Hier auf einem, wie heißt das hier? NKD-Parkplatz. Platz für Wohnmobile ist hier nicht so wahnsinnig viel. Bärbel geht mal eben rein, weil hier soll die Lavanderia Self-Service Shop, wie auch immer, Waschmaschine sein, wo wir hin wollten. Ja, mal gucken, ob Bärbel das Ding findet, ob sie dann jetzt hier mit dem riesen Sack an Wäsche quer hier durch den Laden marschieren muss oder wir werden sehen. Wir sind eine Kleinigkeit am Essen, wo wir das leckere belegte Schinkenbrötchen her haben, erzählen wir euch später. Wir haben den Wäscheladen gefunden. Blomes Smart Laundry. Das Thema ist einfach, das ist mitten in diesem riesen Einkaufszentrum hier. Und jetzt mit einem riesen
Sack mit dreckiger Wäsche hier durch den ganzen Einkaufsladen zu rennen und dann irgendwie wieder zurück und nach 2 Stunden wieder da rein und so. Da haben wir keinen Bock drauf. War irgendwie nicht ganz ersichtlich, wo der Laden ist. Und naja gut, ist jetzt so. Jetzt machen wir eine kurze Essenspause. Wir haben jetzt schon 11:30. Hinter uns ist ein bisschen ein Grünstreifen. Dann lassen wir die Alma noch eben raus. Und dann müssen wir gucken, wo wir unsere Wäsche gewaschen kriegen. Denn es wird langsam richtig knapp. Eine Dose Cola bei schönem Ausblick hinter dem Einkaufszentrum kann man machen. Wenn sie irgendwie innen drin ein bisschen Druck aufgebaut hat, besser nicht. Gassi-Runde erledigt. Alma bekommt ihr Futter. Und dann zeigen wir euch nochmal eben, wenn wir schon mal so praktisch hier stehen, was wir gerade noch gekauft haben. Also nicht hier in dem Shoppingladen, sondern bei, wie heißt der Laden? Mosers Speckalm. Mosers Speckalm an der Reichstraße. Gut, dann zeigt die Bärbel euch mal unsere Einkäufe. Ja, das ist Speck aus Südtirol. Südtiroler Speck. Wir haben ja vorhin bei den Apfelplantagen noch drüber gesprochen. So, mein Favorit, so eine Walnuss-Salami. Die sieht gut aus. Svens Favorit, Wildschwein-Salami. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass sie die da hatten. Und dann hat er einfach mal überall so reingegriffen. Trüffel. Eine leckere Trüffelsalami. Da sieht man die Trüffelstücke. Jawohl. Weiß ich nicht, was ist das? Das ist, Entschuldigung. das ist die Hexer. Das ist eine pikante Salami. Die sollte ein bisschen schärfer sein. Knoblauch-Variante haben wir noch. Ach, das gibt einen Festschmaus, Leute, ich sag's euch. Und last but not least, das sieht, das ist die Alma, aber das ist Rehsalami. Ja, Für die Rehns. genau. Aber So, genau, ja, erzähl. ich habe Svenny an der Kasse noch gefragt, da lagen solche Würstchen, ob er die denn haben möchte für unterwegs auf der Hand. Ne, sagt er, das Brötchen reicht. Dann haben wir alles bezahlt und dann sagte sie, hier, für unterwegs, Für die Fahrt für die Fahrt. Könnt ihr das sehen? haben wir noch 2 Knacker geschenkt gekriegt. Ne? Ja, wobei wir die unterm Strich mit Sicherheit mitbezahlt haben. Das, was wir euch jetzt gezeigt haben, war von der Summe glatt 70 Euro. Gut, wir haben ja gesagt, besser so und wir ernähren uns hier ein bisschen und unterstützen die lokalen Hersteller. Das war jetzt Mosers Speckalm. Dann haben wir das auch erledigt. Und jetzt müssen wir uns immer noch einen Plan machen, was unsere Wäsche anbelangt. Wir haben uns entschieden, wir fahren weiter. Denn wo keine Wäsche ist, kann noch nichts dreckig werden. Nee, Quatsch, Spaß. Vielleicht ergibt sich auf dem Weg dahin noch irgendetwas. Und ansonsten wird neu gekauft. So einfach sieht die Welt aus, genau. Wir überlassen das jetzt mal dem Zufall, ob wir noch irgendwo eine Waschkiste finden, nackt rumlaufen müssen oder irgendwo was eingekauft kriegen, was wir dann noch für die restlichen Tage anziehen können oder wenigstens zur Überbrückung. Für uns geht es jetzt erstmal weiter Richtung Reschensee. Da sind wir ja auch vor ein paar Jährchen schon gewesen. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Das sind noch 82 Kilometer und machen dann da nochmal einen kleinen Stopp. Und dann fahren wir aus, ich denke, das ist immer noch Südtirol, raus nach Österreich rein Richtung Ladis. Aber jetzt erstmal Next Stop Reschensee. Wie ich euch aus Frankreich ja schon mal berichtet habe, ist es dort viel einfacher, die Wäsche zu waschen. An eigentlich jedem Intermarché-Supermarkt hat man dort die Möglichkeit zur Ver- und Entsorgung der Fahrzeuge und die haben da auch Waschmaschinen und Trockner stehen mit Münzgeldeinwurf. Das ist da deutlich entspannter als in Italien und auf dem Weg jetzt. Ob da Ver- und Entsorgung jetzt überall, weiß ich nicht, aber zumindest hatten die außerhalb auf dem Parkplatz so kleine Häuschen, sag ich mal, wo
stellt die Frage, kennt ihr ähnliche Ketten in Italien? Das wird uns das Leben nämlich für diese Reise nicht mehr, weil wenn ihr das Video seht, sind wir mit Sicherheit schon wieder zu Hause. Ganz so lange haben wir dann auch nicht Urlaub leider. Aber für die nächste Reise vielleicht erleichtern. Haben wir was übersehen? Gibt es irgendwelche Google-Suchwörter, abgesehen von Laundry, Waschsalon, Wäscherei, all das, was einem so als erstes in den Kopf und in den Sinn kommt, wenn man danach sucht, was wir übersehen haben, wo wir nicht dran gedacht haben. Gerne rein in die Kommentare. Vielen Dank an euch. Hier links seht ihr den Haidersee. Und wir haben jetzt nur noch ein paar Meter durch das Dörfchen hier und dann sind wir am Reschensee, St. Valentin. So, 3, 2, 1. Tada! Herzlich willkommen am Reschensee. Ach, ist das wieder nicht schön in dieser eingebetteten Landschaft, dieses strahlend blaue Wasser. Ah, ja, ich hab's schon vermisst. Ich hab's vermisst. Aber so kommen wir halt auch beide auf unsere Kosten. Sven, ich mag die Berge auch, also nicht falsch verstehen. Aber Svenny liebt diese Berge und diese mächtigen Schönheiten. Und ich habe halt gern das Wasser. Ja, und da haben wir beide was von. Jetzt gucken wir mal, ob wir das obligatorische Foto vorne an der Kirche noch kriegen. Und dann geht's für uns weiter nach Ladis. Dann sind wir auch schon vom Touri-Hotspot wieder weg. Von 6 bis 22 Uhr Parkgebühren, von 22 bis 6 Uhr Parken für alle dort verboten. Bärbel hatte jetzt noch das Glück, ich habe mich kurz auf die Bushaltestelle dargestellt und konnte 1, 2 Fotos erhaschen, beziehungsweise Bärbel konnte die machen. Und naja gut, Reschensee auch abgehakt, Gegend hier ist wirklich schön. Viele Motorradfahrer, natürlich, wie wir auch vor ein paar Jahren, hier sind wir in dem Ort Reschen. Und wieder ein Blitzer. Ja, das ist schön. So, die kann man wenigstens gut erkennen und die schreiben netterweise direkt drauf, wie schnell man denn wohl fahren darf. Das Hotel Eden und wieder Speck, Wein, Obst, Spirituosen. Ja, also 39 Minuten, 36 Kilometer haben wir noch bis zu unserem Ziel nach Ladis. Und dann lassen wir da den Tag mal ausklingen. Die Grenze von Italien nach Österreich. EU, Republik Österreich, Vignette, Maut. Naja, hier brauchen wir es nicht. Wir versuchen das ganze Thema auch mautfrei umzusetzen. Mal gucken, ob es funktioniert. Auf dem Weg Richtung Nauders, Pfunds, Tösen, Vendels, Kaunertal, da ist ja der Kaunertaler Gletscher. Das haben wir auch schon alles durch. Da sind wir überall mit den Motorrädern gewesen. So, dann ist das Thema Italien für uns für diesen Urlaub auch erledigt. Und wir befinden uns jetzt mit euch zusammen in Österreich. Wir sind angekommen. Unser Platz für heute bzw. Übernachtung von heute auf morgen. Wir haben uns ein bisschen hier hochkämpfen müssen, aber die Aussicht, ihr seht es schon im Hintergrund, die ist wirklich super. Hier sind wir hochgekommen. Wir waren fast hier oben, kommt von hier oben. Ich denke mal, es war ein Förster oder irgendwie jemand, der hier oben jedenfalls beruflich zu tun hatte, hatte ein Siegel vorne in der Scheibe. Wir sind dann hier wieder rückwärts runter, war ein bisschen knapp, aber da hinter der Kurve so 100, 150 Meter kommt eine Wiese als Ausweichstelle. Da konnten wir uns dann aus dem Weg gehen, freundlich gegrüßt und dann war die Sache auch in Ordnung. Hier wollten wir erst hoch, aber dahinter, man sieht so gerade eben nicht, ist ein Viehgatter, dahinter stehen die Kühe. Und das macht ja natürlich keinen Sinn, ne? Wenn der Bauer dann kommt und wir stehen dann da irgendwie blöd vor. Das wollen wir nicht. Ja, wir lassen uns jetzt hier erstmal was gut gehen. Essen eine Kleinigkeit, trinken mit Sicherheit was.
genießen den grandiosen Ausblick und da werden wir mit Sicherheit heute Abend oder zum späten Nachmittag, frühen Abend nochmal das ein oder andere Video oder Ausblick mit Videoeinblendungen. Wir gucken mal. Einblenden. Was hier nicht geht, ist Drohne fliegen lassen. Ja, gibt ein paar Deppen, die würden es tun. Wir nicht. Wir haben keine 100 Meter Abstand zum Mast. Und an geltendes EU-Recht sollten wir uns halten. Das tun wir auch. Von daher, da kann ich leider von hier nicht mit Drohnenbildern dienen. Ist ein bisschen schade, aber Gesetz ist Gesetz. Hätten wir gewusst, wie gut diese kleinen Knacker schmecken, die wir da geschenkt bekommen haben, wir hätten noch eine Tüte von mitgenommen. Knoblauch, geräuchert. Lecker. Ein Traum vor dem Herrn, ein Traum vor dem Herrn. Viel haben wir überlegt. Nach Hause wollen wir noch nicht, nur weil wir keine frische Wäsche haben. Das kann ja wohl nie Sinn und Zweck der Sache sein. Wir fahren morgen zu einem Waschsalon. Der ist in Deutschland, das sind 97 Kilometer von unserem Standort jetzt in der Nähe von Lades. Wir werden an der Zugspitze vorbeifahren, am Eibsee vorbeifahren, um dann in Garmisch-Partenkirchen unsere Wäsche waschen zu können. Der Laden macht um 9:30 Uhr auf. Wir werden hier so gegen 8, kurz nach 8 losfahren, damit wir pünktlich da sind. In der Nähe ist ein schöner Parkplatz, das haben wir recherchiert. Gegenüber ist ein kleiner Park, dann können wir für die Wartezeit mit der Alma ein bisschen gehen. Aber das werdet ihr dann erst im Video Nummer 11 sehen. Bis dahin müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Und zwar bis zum kommenden Sonntag, 18 Uhr. Oder halt auch nicht so lang, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Vielen Dank fürs Gucken der Videos, fürs Abonnieren, für die Kommentare und die Likes bis hierhin. Macht's gut und bis später.